Wir, das Geomar Women's Executive Board, haben uns zum Ziel gesetzt, eine moderne, gleichstellungsorientierte Institutskultur zu fördern. Auf allen Ebenen des Instituts sollen zukünftig beide Geschlechter im gleichen Maße beteiligt sein. Das Geomar braucht das Web, weil wir eine Unterrepräsentanz von Frauen auf permanenten Stellen haben. Das betrifft insbesondere die Professuren, die Führungspositionen, aber auch die permanenten Wissenschaftlerstellen. Obwohl wir ein ausgeglichenes Verhältnis von Frauen im Bereich der Doktorandinnen und Postdoktorandinnen haben, sehen wir eben 17 oder 19% bei den permanenten Stellen nur. Das ist kein neues Problem, das sehen wir in Deutschland, in Europa, international. Wir haben gesagt, wir packen das am Geomar an. 2013 wurde das Web von allen Wissenschaftlerinnen und Mitarbeiterinnen in Führungspositionen gegründet. Was bedeutet das Web für uns? Empowerment. Unterstützung. Strukturwandel. Sprachrohr. Awareness. Networking. Transparenz. Erfolgreiche Zukunft. Role Model. Leadership. Confidence. Peer Support. Die Gründe für den geringen Anteil von Frauen in Führungspositionen sind schwer zu benennen. Die Zahlen zu Beginn der wissenschaftlichen Karriere sind ausgeglichen. Die Wissenschaft an sich ist, wie gesagt, jetzt eigentlich gar nicht so das Problem. Ja, ich glaube, da können wir sehr viel zu beitragen. Da gibt es keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Die Herausforderung ist sicher, dass unsere Welt, auch unsere wissenschaftliche Welt, immer komplexer geworden ist. Und positiv formuliert haben Frauen heute Möglichkeiten und Gestaltungsräume, die es in der Vergangenheit nie gegeben hat. Das größte Problem ist eigentlich, eine feste Stelle irgendwann zu bekommen, in der Wissenschaft zu bleiben, weil diese Stellen sind hart umkämpft. Und in der Zeit ist man oft in der Familiengründungsphase. There is a very strong pressure on German women for having traditional roles. So I think the solution is to go back to roots and showing young children, young girls, that it is very normal to study, to have a career and become a leader in their area. In general, women are underrepresented in marine science, so there's a lack of role models. Rahmenbedingungen sind eine große Herausforderung, auch wenn sie Chancen bieten über flexible Arbeitszeiten. Aber dennoch ist es natürlich schwierig. Und dann möchte man schlussendlich die Bereiche Karriere, Partner, Familie und auch die eigene Person unterbringen dürfen. And here, the web wants to help, wants to inform, support women and encourage to stay in science and not to give up too early. Um talentierte Frauen bestmöglich zu fördern, haben wir verschiedene Angebote entwickelt. Wir haben verschiedene bedarfsorientierte Formate entwickelt im Laufe der Jahre, zum Beispiel eine Vortragsreihe, die sogenannte Mary Tharp Lecture Series, wo wir pro Jahr 5 renommierte Sprecherinnen einladen. Im Anschluss gibt es ein Get-Together für die Nachwuchswissenschaftlerinnen. Durch unsere organisierten Get-Togethers mit den vortragenden Wissenschaftlerinnen haben wir als junge Wissenschaftlerin die Möglichkeit, von der Erfahrung dieser Wissenschaftlerinnen zu profitieren. Auch Eigeninitiativen der Nachwuchsforscherinnen werden begrüßt und unterstützt. Durch das Web haben wir als Postdocs die Möglichkeit, eigene Aktivitäten zu starten zu Themen, die uns wichtig sind und Workshops zu organisieren und das fortzuführen in Aktivitäten wie ein Group Mentoring, das wir dann selbst organisieren. Das Web ist intern stark vernetzt. So arbeiten wir sehr eng, sowohl mit der Verwaltung und anderen Gleichstellungsakteurinnen zusammen. Das Web ist eine Bereicherung für das gesamte Geomar. Das Web fördert und fordert Frauen in der gesamten Organisation. Gleichstellungsarbeit am Geomar ist eine Querschnittsaufgabe. Daher begrüße ich es sehr, dass die Zusammenarbeit mit dem Web so intensiv ist. Dank der Unterstützung des Direktoriums haben wir schon große Fortschritte gemacht. The Women's Executive Board for me is one of the most active and visible groups at Geomar. The activities started in 2013 and are ongoing. One example is the Mary Tharp Lecture Series, which is a big success. And I can assure the Women's Executive Board the full support of the management of Geomar now and in the future. Wir haben schon viel angestoßen und sind bereit, die Herausforderungen der nächsten Jahre anzunehmen.